Hallo, willkommen auf BizChecker. Heute habe ich ein paar ganz heiße Insider-Tipps für dich, wie du Lampenfieber, Prüfungsangst und Nervosität überwinden kannst. Also bleib bis zum Ende dran. Die meisten kennen das Gefühl, wenn man ein wichtiges Gespräch mit dem Chef oder ein Vorstellungsgespräch hat. Vielleicht auch, wenn du Sportler bist und vor einem wichtigen Wettkampf oder als Musiker vor einem großen Auftritt stehst. Kurz vorher steigt in einem die innerliche Unruhe und Nervosität an, sodass man glaubt, man würde platzen. Kennst du das? Geht es dir auch so? Selbst ich habe noch leichtes Lampenfieber vor Auftritten, auch wenn ich schon über 2800 verschiedene in 20 Jahren gemacht habe. Mein Bandkollege Jens nennt meinen Gesichtsausdruck dann immer Frettchenschnute, da ich einen trockenen Mund bekomme und die Oberlippe dadurch an den Zähnen kleben bleibt. Das sieht ungefähr so aus. Für ihn lustig. Egal ob erfahrene Redner, TV-Moderatoren und Musiker. Die meisten können ein Lied davon singen, wie sie vor jedem Auftritt von Nervosität geplagt werden. Das Lampenfieber geht nie ganz weg und das ist auch gut so. Dazu aber später. Anfang des Jahres hatte ich ein großes Kick-Off-Meeting meiner Firma mit knapp 300 Personen. Mal wieder fiel die Wahl meines Vorgesetzten, um unsere Gruppenarbeit auf der Bühne zu präsentieren, auf einen Kollegen und mich. Noch während der Ausarbeitungsphase sah ich bei ihm schon die ersten Schweißperlen auf der Stirn, seine Hände fingen an zu zittern und als er etwas trinken wollte, verschüttete er die Hälfte. Er lief im Gesicht puderrot an und am Hals sah man schon die geschwollene Ader hervortreten. Ich fragte ihn, was denn los sei. Er antwortete mit zittriger Stimme, ich glaube, ich schaff das nicht. Vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, komm langsam runter, meditiere etwas, ganz tief atmen, stell dir das Publikum nackt vor und trink noch einen kurzen. Aber ganz ehrlich, bei mir hat nur Atmen, Meditieren oder Alkohol nie geholfen. Vielleicht möchte man sich manche Leute auch gar nicht splitterfasernackt vorstellen. Deshalb habe ich nach einer anderen Lösung gesucht. Auf einem Seminar sind mir dann die Augen geöffnet worden und seitdem gehe ich mit einem anderen Gefühl auf die Bühne zu wichtigen Gesprächen oder auch Terminen. Hier die Lösung. Es ist ähnlich wie bei meinem Video den inneren Schweinehund besiegen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Du musst deine Betrachtungsweise ändern. Interpretiere deine Emotionen und Empfindungen nicht als Angst, sondern als Zeichen freudiger Erwartung. Deine Aufregung macht dich viel leistungsfähiger und die Anspannung fokussiert dich dabei auf deine Aufgabe. Es ist wie bei einem Sportler, der gerade einen 100-Meter-Sprint vor sich hat. Sein Puls schießt fast durch die Decke, angespannt und fokussiert wartet er auf den Startschuss. Und dann, peng, schnellt er explosionsartig aus dem Startblock. Stell dir mal vor, er hätte einen Ruhepuls von 80, er wäre garantiert der Letzte im Ziel, oder? Geh mit der freudigen Erwartung auf die Bühne, in das Gespräch oder den Wettkampf. Aufgeregt zu sein ist überhaupt nichts Schlimmes. Lampenfieber ist ein Zeichen für große Herausforderungen und genau solche benötigst du auch, um dein Selbstwertgefühl zu steigern. Ich schaffe das, sollte dein Credo sein. Damit hast du den Grundstein für die Überwindung deiner Unsicherheit und Aufregung gelegt. Hier noch ein paar Zusatztipps von Promis und Profis. Bereite dich akribisch auf deinen Vortrag, das Vorstellungsgespräch oder den Auftritt vor. Beschäftige dich auch mit den Pro- und Kontrafragen. Wie du auf Einwände und Kritik reagierst, das werde ich dir bald aber in einem anderen Video Schlagfertigkeit trainieren zeigen. Sei natürlich, vor allem du selbst. Hab keine Angst vor Versprechern. Die kannst du mit einem Lächeln wegzaubern. Das bringt Sympathiepunkte und zeigt deine Menschlichkeit. Selbst großen Stars, Persönlichkeiten oder Promis wie Thomas Gottschalk oder unserer Bundeskanzlerin passiert das noch des Öfteren. Um eine belegte Stimme zu befreien und Räuspern zu vermeiden, hilft eine Übung aus dem Gesangsunterricht. Mehrmals hintereinander wie beim Gurgeln einfach rrrr machen. Schon ist der Kloß im Hals verschwunden. Dazu noch etwas lauwarmes Wasser oder Tee trinken, das macht die Stimme schön geschmeidig. Bloß nicht dauernd räuspern, das ist für deine Stimmbänder, als wenn du mit Schmirgelpapier dauernd da drüber reiben würdest. Die richtige Atemtechnik ist auch noch ganz wichtig. Das, was Babys und Kleinkinder noch perfekt beherrschen, nämlich in den Bauch zu atmen, verlieren wir leider mit dem Alter.
Lege dazu jetzt deine Handflächen zwischen Bauchnabel und Brustbein. Atme langsam ein, als würdest du die Luft durch einen Strohhalm ziehen. Dabei sollte sich dein Bauch anheben, auf gar keinen Fall die Schultern. Beim Ausatmen lässt du die Luft mit einem langsam entweichen. Das Ganze wiederholst du mindestens 7 Mal. Es wird dich beruhigen und diese Technik wird deine Stimme viel mehr stützen. Sie hat mehr Volumen und klingt damit selbstbewusster. Um deine Ausdrucksweise noch zu verbessern, gibt es folgende Tricks. Am besten hilft Vokale üben und dabei deutlich die Lippen bewegen. A, E, I, O, U. Das Ganze mindestens 10 Mal wiederholen. Oder auch den klassischen Zungenbrecher zwischen 2 Zwetschgenzweigen zwitschern 2 Schwalben. Öfters mal wiederholen. Zum Lockern der Lippen noch einmal das Motorrad machen und fertig. Nachdem du diese optimalen Übungen ausgeführt hast, wirst du jetzt deutlicher und viel klarer sprechen. Was auch hilft, ist vor dem Spiegel die Rede oder das Vorstellungsgespräch zu üben. Ideal wäre es natürlich zudem auch, mal die Gelegenheit beim Schopfe packen und auf den nächsten Geburtstag eine Rede zu halten. Das alles wird dir die nötige Sicherheit vor dem nächsten Auftritt oder Termin geben. Als letztes noch ein Geheimtipp von Deutschland bekanntestem Verkaufstrainer Dirk Kräuter. Was machst du, wenn dir vor Aufregung die Hände zittern? In die Hosentasche? Nein, das sieht genau wie Arme verschränken unprofessionell aus. Ein Blatt Papier wird den Effekt noch verstärken. Falte aus einem Papier eine Papierkugel. Diese sorgt dafür, dass die ganze Nervosität dort hineingeht. Die wird nachher niemand sehen. Und trotzdem kannst du aufzählen, zeigen und präsentieren. Sie wird keinem auffallen, außer du lässt sie natürlich fallen und schaust aufgeregt hinterher. Deshalb am besten immer ein paar in der Hosentasche als Reserve haben. Selbst bekannte Persönlichkeiten haben diesen Trick vor ihren ersten großen Auftritten oder eine Rede benutzt. Genial, oder? So, zusammengefasst heißt das, du brauchst nie wieder panisch oder unsicher zu sein. Als erstes ändere deine Betrachtungsweise. Lampenfieber, Prüfungsangst oder Nervosität sollten dein Adrenalinkick sein. Er stärkt deine Konzentration, fokussiert und treibt dich damit zur Höchstleistung an. Also hab keine Angst mehr. Setze die Ratschläge um und so wirst du dich bei der nächsten großen Hindernis oder einer Herausforderung viel, viel besser fühlen. Wichtig auch hier, üben, üben, üben. Denn du weißt ja, Wiederholung ist das Frühstück der Champions. Wenn ich dich jetzt zum Nachdenken angeregt habe, dann lass doch gern ein Abo da und klicke die Glocke. Und schau vielleicht auch noch bei meinen anderen Videos vorbei. Jetzt viel Spaß beim Umsetzen. Rock your life. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.